Wunderschön ist es im Bergischen Land. Hoch hinaus, ich schätze mal so 8 Meter geht es hier auf den Skywalk, aber ich kann Ihnen eins versprechen, wenn Sie rund um Wuppertal Urlaub machen, geht es noch viel höher. Wir sind im Städtedreieck Wuppertal, Remscheid, Solingen unterwegs, die auch die Bergischen Drei genannt werden. Wir sind ja gerade auf dem Skywalk im Nordpark gestartet. Dann geht es unter anderem weiter ins Gelpetal, das in manchen Wintern übrigens ein Skigebiet ist. Wir besuchen ein berühmtes Museum in Solingen, wandern im Arboretum Burgholz und haben noch jede Menge andere Überraschungen im Programm. Familienurlaub geht gut hier. Wie wär's mit einer Gruppenfahrt auf einer Draisine oder mit einem Abenteuer in einem alten Schleifkotten? Auf Action braucht hier niemand zu verzichten. Wir fahren durch eine Region, die reich ist an alter Industriekultur. Seit Jahrhunderten werden hier Messer hergestellt. Bis heute. In Solingen-Grefrath steht deshalb ein Museum, das man auf keinen Fall verpassen darf. In Remscheid-Lennep wiederum wurde jemand geboren, der der Menschheit ein großes Geschenk gemacht hat. Die Röntgentechnik. Im dortigen Museum kann man sein persönliches Leben eindrucksvoll nachempfinden. Das Bergische Land hat eine Menge Wasser, das heute für Freizeitspaß zur Verfügung steht. Aber auch den Tieren und Pflanzen. Ausflugslokale blicken hier auf eine lange Tradition zurück. Kommen Sie mit, wir machen Urlaub. Los geht's! Urlaub rund um Wuppertal. Raus aus der Stadt und rein ins Abenteuer. I don't know why you think that you could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tear the seam off someone. Übrigens, hier wo es hier gerade so berghoch geht, ne? Man könnte ja meinen, das Bergische Land heißt Bergisches Land, weil es hier so schön bergig ist. Dem ist aber nicht so. Das ist zurückzuführen auf die Grafen von Berg, die hier ihren Ansitz bis Anfang des 19. Jahrhunderts hatten. Jetzt kann ich nicht mehr so viel reden, ich brauche die Luft. Wir sind im Anflug auf unser erstes Abenteuer, das wir mit jemandem machen werden, der sich gut auskennt hier. Bastian hat sich lange als Weltenbummler gefühlt. Doch nun ist er in seiner Geburtsstadt Wuppertal zurückgekehrt und schreibt im Internet einen Blog über das Wandern in der Region. Hallo. Macht ihr? Jo, danke. Hier dran denken, Selbstbedienungsfähre. Ja, das siehst du auch, was das heißt hier. Ja, jetzt müssen wir anpacken, wa? Ja. Aber guter erster Einstieg, finde ich. Sag mal so, kurbeln, was das Zeug hält. Ja, ja. Ne? Also, wenn du guckst, ein bisschen ist es ja, ne? Mal, geht direkt sportlich mit dir los. Ja, nochmal so ein kleines Trizeps-Training am Anfang des Kennenlernens. Ja, kann ja auch nicht schaden. Schade ja nicht, ne? Obwohl wir heute eigentlich wahrscheinlich mehr mit den Beinen unterwegs sind. Gehe ich auch von aus. Die Kurbel treibt die Rollen auf den Stahlseilen an. Mit dieser Schwebefähre überquert man die Wupper und zugleich die Stadtgrenze zwischen Remscheid und Solingen. Gebaut wurde dieser sportliche Brückenersatz zur Regionale 2006. Wir sind im Brückenpark Münsten, inmitten von Wald und geschützter Natur. Neben der vielen Natur ist hier ein Freizeitpark entstanden, der vom Europäischen Gartennetzwerk als besonders sehenswert eingestuft wurde. Und über allem thront die berühmte Münstener Eisenbahnbrücke. Ist ja echt ein schöner Park hier, ne? Ja, der ist wunderschön. Der zieht sich auch noch darüber. Der wurde 2006 hier im Rahmen der Regionale NRW angelegt, Strukturförderprogramm. Und ja, du hast ja echt breite Wiesen und immer wieder so schöne Liegeflächen, wo du ein bisschen Szenerie genießen kannst. Und natürlich mit der
Münchner Brücke oben drüber. Die sieht natürlich wirklich... Schönes Panorama, ne? Ja, die sieht irgendwie schön aus, gleichzeitig brachial aus. Und passt eigentlich nicht so richtig hinein. Nicht so richtig, aber trotzdem irgendwie, ja, muss man echt sagen. Also echtes Wahrzeichen auch, oder? Ja, ist auch die höchste Eisenbahnbrücke in Deutschland, ne? 107 Meter. Okay. Ein gigantisches Bauwerk, das Ende des 19. Jahrhunderts errichtet wurde. Und zugleich eine technische Meisterleistung. Denn die Brückenbögen wurden mit einer Methode aufgestellt, bei der keine Gerüste benötigt wurden. 5000 Tonnen Stahl und fast 1 Million Nieten wurden verbaut. Die Arbeiter kletterten hier ohne jede Sicherung auf der über 100 Meter hochgelegenen Baustelle. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Brücke zum Glück nicht zerstört und in den 1960er Jahren zum ersten Mal instand gesetzt. Ab 2010 gab es weitere Sanierungsphasen. Heute bietet das grandiose Bauwerk außerdem eine andere, unglaubliche Möglichkeit. Wir fangen an mit Gurte anlegen. Man kann hinaufklettern. Aber als erstes ziehen wir die Hüftgurte hoch. Seid ihr schon mal hoch? Nee. Das erste Mal. Okay. Ja. Wer hatte die Idee? Welche Idee? Dass wir alle da hochgehen. Die ist wunderbar, die Idee. Ja. Und da hat man auch einen guten Blick auf die Gurte. Ja. Könnte ich vielleicht ganz hinten gehen? Jetzt nie mehr. Scheiße. Jenny, könnte ich vielleicht ganz hinten gehen? Nee, bei mir ist eher das Problem, dass ich dann denke, wenn ich umkehren will, dass ich dann nicht kann. Aber wie geht's dir gerade? Ja, geht so. Also ich sag mal so richtig Spaß habe ich noch nicht daran. Aber das ist ja häufig so, wenn man seine Ängste überwinden muss, dass der Spaß dann ganz zum Schluss erst kommt. Hätte ja klappen können. Alter, ich bin oben. Boah, ey. Ich bin oben. Immer da links drauf. Mir schießt gerade durch den Kopf, wenn man sich mal vorstellt, 1897 sind die Arbeiter hier ohne irgendeine Sicherung hochgegangen. Ja, da fühlt man sich so ein bisschen weicheig, sag ich mal, oder? Was? Das sind nur 100 Meter. Das ist schon ganz cool, jetzt hier drüben zu sein. Das ist der Hammer. Oh, komm. Und dann bist du auch erleichtert. Ja. Oh, ich bin auch echt erleichtert. Guck Boah. dir das an. Guck dir das an. Ja, aber Also das machen Kletterpark ist echt nichts dagegen. Ganz ehrlich, ich habe den einen oder anderen Kletterpark ja schon gemacht, ne? Ja. Aber die Nummer hier, boah, Ja, ich finde schon die Überwindung, es geht eigentlich. man kann das ja mal offen zeigen, ne? Oh, das war wirklich ein bisschen. Ja, das ist so, wie ich mich gerade fühle, sag ich mal. Zeit, um die Seele baumeln zu lassen. Bastian erzählt etwas von einer Süßigkeit, die hier verkauft wird. Hallöchen. Hallo. Ich habe dem Daniel gerade über Wupperschlamm erzählt. Ne? Und ich
glaube, das ist was Besonderes hier. Und das ist was ganz Besonderes. Das hat meine Mutter 1977 zum 80-jährigen Fest, zum Jubiläum der Münchner Brücke erfunden. Okay. Das ist ein weicher Lebkuchen, den man eigentlich im Süddeutschen kennt unter Alpen- und Magenbrot. Ah ja. Nur unter diesem Namen lief der nicht. Und dann hat meine Mutter halt den 1977 umgetauft in Wuppertal. Und seitdem läuft's. Und seitdem... Siehst du, damals wie heute, Marketing. Ja. Marketing ist alles. Man muss Ideen haben. Das Kind braucht einen Namen. Absolut. Ich hätte ja gedacht, Wupperschlamm wäre so ein irgendwie... So Getränk, Ja, ne? ein Schnäpschen habe ich gedacht. Denken viele. Okay. Aber kannst du mir so einen mitgeben? Ich würde... Links außen liegt das von Ihnen aus gesehen. Da Das ist er letzte doch. in der Reihe. Ein weicher Lebkuchen. Okay. Aber das geht zum Sommer wie zum Winter? Es geht zum Sommer, ja? geht zum Winter und da einen schönen bergischen Kaffee. was kostet die? Okay. Okay. 2,50 Jahre. Bitteschön. So. Sollen wir direkt einen probieren? Ja, auf jeden Fall. Ich habe nur eine Bedingung für dich. Ja? Steht gut gelaunt genießen. Ja, das krieg ich Kriegen wir hin? Ja. Das schmeckt echt gut. Also ich würde behaupten, die kriegen wir über den Weg noch leer, oder? Glaube ich auch. Ja, komm. Das erste, ich mache erstmal zu. Pack erstmal hier rein. Mal da rein. Zack. Der Münchner Brückenpark hat wirklich einiges zu bieten. Und was ist das? 2 gehören mindestens zu ihr. Rätselhaft. Das muss man sich genau anschauen. 8, 9, jetzt sind 10. 10. Sie sitzt hier im 10 Tafeln und auf jeder steht etwas anderes. Etwas anderes Rätselhaftes. Aber sie verleiht dir auf Flügel. Sie kann heilen. Auch wenn du sie totschlägst? Du willst sie gern festhalten? Aber sie fließt trotzdem weiter. Die Zeit. Die Zeit, ne? Oder? Ja, dann. Bühne frei. Sollen wir zusammen? Was muss man machen? Du musst dich draufstellen. Ach, ich muss mich da draufstellen. Ja. Und? Des Rätsels Lösung ist die Zeit. 100 Punkte. Wo eine Talsperre ist, da kann man sich entspannen. Das wussten die Ronsdorfer, als sie in den 1990er Jahren um den Erhalt ihres künstlichen Sees kämpften. Mit Erfolg. Die Ronsdorfer Talsperre wurde nicht nur saniert, sondern steht heute auch unter Denkmalschutz. Ich weiß nicht, ob dir was auffällt bei der Benennung. Was für Talsperren kennst du sonst so? Ja, Ruhrtalsperre oder ich sag jetzt mal Möhnetal oder Bevertal. So. Das sind ja meistens Flussnamen, ne, die Ja. dann die Talsperre benennen. Und hier ist halt die Ronsdorfer Talsperre. Stimmt. Die wurde ja 1899 erbaut und das war eine Zeit, wo die Talsperren noch nach den Städten benannt wurden. Und da war okay. Ronsdorf noch eine eigenständige Stadt und Ja. deshalb heißt es jetzt Ronsdorfer Talsperre. Weil eigentlich, das ist der kleine Saalbach, der hier aufgestaut wird, also eigentlich würde sie jetzt, wenn sie später erbaut worden wäre, Saalbach-Talsperre heißen. Oder kleine Saalbachtalsperre. Ja, kleine Das wäre sogar niedlich ein bisschen. Ja, natürlich. Und wenn du jetzt überlegst, du wärst so ein Regentropfen, ne? Dann fällst du hier rein, dann fließt du den Saalbach runter, dann kommst du in die Gelpe, dann in den Morsbach, dann schwimmst du schön unter der Münchner Brücke durch. Ja. Dann kommst du also bist du in der Wupper, ne? Dann fließt du in den Rhein und dann schön irgendwann in den Atlantik, ins Meer. Ja, und dann verdampfst du wieder. Da geht die Reise von vorne los. Genau, dann kommt der Westwind und dann wirst du wieder ins Bergische geweht und dann regnest du hier wieder ab und kommst auf der Talsperre. Und wahrscheinlich denkt man sich, eigentlich will ich die ganze Zeit hier bleiben. Ja. Aber ich schwimme mit dem Strom. Ne? Irgendwann muss man einfach sich vertreiben lassen. Ne? Die Ronsdorfer Talsperre ist die kleinste im Bergischen Land. Aber darin lebt der vom Aussterben bedrohte europäische Flusskrebs. Aus Naturschutzgründen ist sie daher eingezäunt. Aber zum Spazierengehen und sich wohlfühlen ist hier trotzdem viel Platz. So, machen wir die beiden da. Oh, ich glaube, die sind auf jeden Fall schwer am Arbeiten. Holz hält fit. Auf jeden Fall. Ja. So young girl, and you know you don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need the plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's
nothing new. Your world keeps spinning and you can't jump off, but I will catch you if you fall. I can't tell you enough. Wenn du so in der Welt unterwegs bist und dann gefragt wirst, sag mal, wo kommst du denn eigentlich her? Ja. Wie beschreibst du denn deine Heimat? Und was sagst du den Leuten, was sollen die, wenn sie hier mal Urlaub machen würden, was sollen sie sehen? Rund um Wuppertal, man kann so viel entdecken. Ne? Ich kann in den Osten fahren, nach Beienburg, zum Beienburger Stausee. Das ist halt wie eine kleine Oase in Wuppertal. Dann hier im Gelpetal, wo wir unterwegs sind. Allein das ist ja schon, ich bin 5 Minuten außerhalb der Stadt und kommt mir vor wie im Urlaub. Ne? Und von diesen Flecken gibt es echt viele. Ne? Und das versuche ich ja auch in meinen Wanderungen zu zeigen, den Leuten. Ja, guck mal, ihr müsst eigentlich nur rausgehen und verbinde das dann halt mit Elementen, die es da zu entdecken gibt, zum Beispiel hier mit den Hammer und Kotten und mit der Talsperre, um so ein bisschen auch Wissen zu vermitteln und dann eigentlich die Natur und auch so ein bisschen soziale und kulturelle Dinge damit zu verknüpfen. Die Region rund um Wuppertal, Remscheid und Solingen ist ja eher als historischer Industriestandort bekannt. Wasserreiche Flüsse und Bäche, ausgedehnte Wälder und Bodenschätze waren wichtige Energiespender für die eisenverarbeitende und die Textilindustrie im Bergischen Land. Die alten Transportwege führten durch malerische Wälder und Täler. Und so entstand heute die Idee, beides zu verbinden und ein Netz von Wanderwegen entlang der Industriedenkmäler zu schaffen. Wir sind jetzt auf dem Industriegeschichtspfad Gelpetal, der 1980 angelegt wurde. Wo hast du mich denn jetzt hingeführt? Ja, das ist auf jeden Fall jetzt nicht mehr natürlich erschaffen. Ja. Das ist ein sogenannter Eishausgraben. Also die ganzen Hämmer und Kotten, die werden ja von Wasserkraft angetrieben. Aha. Und der Stauteich, der ist weiter da hinten. Ach so, Normalerweise liegen die direkt am Stauteich und dann werden die Räder angetrieben. Aber bei manchen, da war das vor der Lage halt nicht so möglich. Und das ist halt dieser Eishausgraben, da wird das Wasser dann zum Kotten da durchgeleitet. Ja. Und der Bach fließt dann halt parallel weiter da lang. Ne? Und dahinter war dann halt um die Kurve früher dann der Kotten und das Schleifrad und wurde dann durch die Wasserkraft angetrieben. Ja. Das heißt, Wasser hat immer schon eine wichtige Rolle hier gespielt. Ja, du hast ja vorhin gesehen, die Talsperre, ne? Ja. Trinkwasserversorgung und für die Werkzeugindustrie hier unten definitiv, ne? Die Wasserkraft. Bis dann irgendwann die Dampfmaschine kam und dann sind sie alle aus diesem romantischen Tal nach oben, nach Kronberg zum Beispiel gezogen, weil dann natürlich auch die Verkehrsanbindung und so viel besser war. Ja. Da wollen wir noch mal ein bisschen weiter Gerne. in die Ecke lugen. Ein Naherholungsgebiet für die stressgeplagten Städter ist die Gegend übrigens schon seit mehr als 100 Jahren. Nach dem Bau der Ronsdorfer Talsperre entstanden Ausflugslokale mit schillernden Namen. Eines hieß Bergisch Nizza. Und bis heute gibt es Haus Zillertal, gebaut 1904. Hier gibt es nach wie vor ein Café mit Restaurant und im Sommer einmal im Monat einen Grillabend. Was steht hier auf dem Schild? Ja, lass dich überraschen. Wintersport im Zillertal. Ja. Ob du es glaubst oder nicht, hier stand tatsächlich mal eine Skisprungschanze, beziehungsweise zweimal. Und die sind dann von da oben runtergesprungen. Mussten hier natürlich schnell abstoppen, damit sie nicht im Teich landen. Ja. Und 1959 wurde hier der Schanzenrekord aufgestellt von 33 Metern. Der wurde nie überboten, bis die Sprungschanze aus Holz 1970 abgebaut wurde. Dem Rekordhalter Paul Mehling ist eine Bank mit Gedenktafel gewidmet. Veranstalter dieser Wettbewerbe und Besitzer der Schanze war der Kronberger Skiverein, den es heute mit Sitz in Wuppertal-Kronberg immer noch gibt.
An den Wasserläufen des Gelpetals reihten sich vor 200 Jahren die Werkstätten, Hammerwerke und Schleifkotten wie Perlen an einer Kette. Sie sind heute alle verschwunden und haben eine romantisch-pittoreske Landschaft hinterlassen. Ganz angenehm, ne? Zwischendurch mal innehalten. Ja, ich glaube, in der heutigen Zeit kommt das auch echt oft zu kurz. Ne? So ein bisschen dieses Mut, einfach mal zu schweigen und zu genießen. Ne? Schau mal an. Oh, hey, der war gut. Der Keeshammer wurde erstmals 1607 urkundlich erwähnt. Bis ins 19. Jahrhundert wurde hier Metall aufbereitet. Dann wurde auch er in ein Ausflugslokal verwandelt. Heute wird das Gebäude privat bewohnt. Der Gelper Hof ist das älteste noch betriebene Wirtshaus im Tal. 2012 sah es fast einmal so aus, als müsste er schließen. Doch dann wurde er von der Familie doch weitergeführt und renoviert. Gelper Hof ist echt ein uriges Lokal hier mit einem schönen Biergarten. Und ich glaube, da können wir uns jetzt ein kühles Getränk gönnen. Haben wir uns verdient, ne? Ja. So, willst du mal klingeln? Ja, komm, warum nicht? Oder heißt das, ich muss eine Runde geben? Je nachdem, wie laut es ist. Ne? Ja, gehen wir rein, oder? Im Inneren pflegt man hier mit Kuriositäten, Nippes und Souvenirs die Vergangenheit. Und in dieser Fülle macht das wirklich was her. Genauso nostalgisch ist hier auch die Speisekarte, die Gastwirt Michael Jakobs anbietet. Rustikales aus der Region, Eintöpfe wie bei Muttern und natürlich die bergische Kaffeetafel. Seit 1917 ist der Gelper Hof im Besitz einer Familie. Helene Henk war es, die das Ausflugslokal damals aufbaute und groß machte. Sie war im Gelpetal so bekannt, dass man nach ihrem Tod sogar Wanderwege nach ihr benannt hat. Mit ihrer Tochter Ruth hat sie ein Leben lang für den Erfolg der Gastwirtschaft gearbeitet. Michael Jakob, ihr Neffe, hat bei der Übernahme dann erstmal groß aufgeräumt. 2013 habe ich erstmal aus allen Herrenländern die Dinge entfernt und habe wirklich nur das dazu beigetragen, was hier zum Gelpetal gehört. Und viele, viele Dinge wurden auch von unseren Stammgästen mit hier übertragen. Und die habe ich natürlich dann auch an den Wänden oder in Vitrinen oder wo auch immer Ablagen, habe ich die dann verewigt. Und somit haben wir hier wirklich halt Kultur vom Gelpetal. Mit Herzblut machen wir es und wir führen es weiter. Man ist hier so voll im Tal, drumherum alles schön grün, aber trotzdem die Sonne kommt an. Richtig toller Ort. So, ne? Ist es auch so ein Familienausflugsort? Ja, klar. Also ich meine, du kannst ja hier auf den Straßen auch ganz gut mit dem Kinderwagen unterwegs sein. Ne? Also jetzt nicht zu weit in die Gebüsche, aber auch mit kleineren Kindern. Und der Bach ist ja direkt da und ja, da sieht man öfters dann die Kleinen irgendwie auch drin spielen, ein bisschen toben. Und das ist ja auch das Schöne, dass man hier so die Natur zum Berühren hat, ne? Und zum Erleben. Ja. Und ja, wo hat man das denn sonst, wo man einfach da ein bisschen auch die Kinder so frei laufen lassen kann? Das Schöne ist nämlich, man muss dazu sagen, vor 2 Wochen, ja, kein Thema, da können wir nämlich jetzt drauf anstoßen, vor 2 Wochen Papa geworden. Also, Glückwunsch. Ja, danke sehr. Das ist doch mal der Knaller. Das heißt,
Das geht aufs Haus, oder? Nein, Quatsch. Prost und Glückwunsch, ne? Ja, danke Genau. sehr. Vielen Dank. Was isst man denn bei euch? Sie haben sicherlich schon gerochen, ne? Ja, weil man riecht tatsächlich. Ja, ich habe Irgendwas wird frisch geräuchert. geräucherte Forellen, Ja, auch von einem Züchter hier in der Umgebung. ja. Und auf Buchenholz. Dazu hausgemachten Apfelschluss, also Kartoffelsalat. Ja, ja. Ein bisschen Meerrettich dabei. Das können wir so wirklich wärmstens empfehlen. Noch sind sie warm, ja. Ja, ja, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich zeige Ihnen das mal, Ja. damit man die Prachtstücke auch bewundern kann. Da sind sie. Darf ich mal gucken, komm? Ja, klar. Wie lange haben die jetzt da drin gehangen? Circa 2 Stunden bei 70, 75 Grad. Aber auf jeden Fall riechst du das, dieses Aroma? Ja, super. Also, da müssen wir nehmen. Das geht gar nicht anders. Ja? Müssen wir probieren. Okay, Ja. dann mache ich das fertig. Super. In der Küche wird der Kartoffelsalat gerührt, an der Theke das nächste Bier gezapft. Ja, das ist eine Theke. Früher wurden die Tresen um die Jahrhundertwende, wenn eine Gaststätte zugemacht hat, die wurde dann vererbt. Vererbt in Anführungsstrichen. Und die kam damals vom Hahner Berg. Ich kenne es auch nur vom Hörensagen her, von meinem Onkel. Da hat eine Gaststätte am Hahner Berg geschlossen und dann wurde diese Theke dann dem Gelper Hof übermacht. Und das ist aufpoliertes Messing, das ist kein Chrom. Das heißt, wir müssen alle 4 Wochen Minimum müssen wir da dran und müssen das Ding wieder aufpolieren, sonst wird es matt und beschlägt. Nicht auch frisch? Ja, doch, eigentlich, aber dann ist ja schon, da muss ich weniger selber die Arbeit machen. Warte mal, Kopf ab, Schwanz ab. Jetzt bin ich mal gespannt. Boah, der ist echt richtig lecker. Und das ist ja auch so ein bisschen bei Wanderungen das Schöne. Ne? Also wenn Ja, du dieses bist, Einkehren, ne? Genau, du bist unterwegs, strengst dich ein bisschen an und dann kommst du an einem Genau. schönen Ort an. Gräfrath war mal eine sehr wichtige Stadt. Im Jahr 1185 wurde hier ein Kloster gegründet, das dem Ort für Jahrhunderte Bedeutung verlieh. Die Altstadt rund um den Marktplatz stammt zum größten Teil aus dem 18. und 19. Jahrhundert und gehört zu den schönsten historischen Stadtkernen Nordrhein-Westfalens. Ein gewisser Wohlstand kam im 16. Jahrhundert durch das Handwerk des Messer- und Schwertschmiedens hierher. Ein Glück, dass man auch ein Marktrecht besaß und die Ware hier gleich verkaufen konnte. Mitte des 19. Jahrhunderts kamen dann Kurgäste, um bei dem berühmten Gräfrather Augenarzt Friedrich Hermann de Loof Heilung zu suchen. Im Hotel zur Post logierten seine wohlhabenden Kurgäste. Aber der Augenarzt war auch bekannt dafür, dass er die Armen unentgeltlich behandelte. Aber zurück zum Metallhandwerk. Seit über 100 Jahren werden in Gräfrath Bestecke, Schwerter und sonstige Schneidwaren gesammelt. Am Anfang sollten die Exponate eigentlich nur Anschauungsstücke für die Schüler der Solinger Fachschule für Metallgestaltung sein. Und dann ist daraus das Deutsche Klingenmuseum geworden, wo man die Geschichte der Messerwerkzeuge von den Urzeiten bis in die Gegenwart verfolgen kann. Die Metallbearbeitung ist das eine bei der Messerherstellung, die kostbare ästhetische Gestaltung das andere. Dies ist ein Messer mit Elfenbeingriff von 1605, in den eine Bibelgeschichte gearbeitet wurde. Und dann gibt es noch einen Löffel mit Elfenbein, der hat einen weniger heiligen Griff. Dieses Besteck aus dem 16. Jahrhundert diente nur dazu, die Speisen auf den Teller zu legen. Es gehörte der berühmten Familie Fugger-Babenhausen. Echte Oberklasse. Kommen wir zu den gefährlichen Sachen. Auch seltene und fantasievoll gestaltete Prunkschwerter, die einst Könige besessen haben, gehören zur Sammlung in Solingen. Und manche wurden sogar hier hergestellt.
Das ist aus Solingen, absolut. Das erkennt man sehr gut, dass es aus Solingen ist, denn es steht ja sogar drauf, me fecit Solingen, mich hat Solingen gemacht. Made in Solingen würde man heute schreiben. Die Produktion dieser Stücke ist zu dieser Zeit arbeitsteilig. Ja, es ist nicht so, dass ein Schmied, romantisch, wie man sich es vorstellt, wie bei Highlander oder so, dass ein Schmied da sitzt und das ganze Schwert baut mit allem, was dazugehört, sondern die einzelnen Teile des Schwertes und die einzelnen Arbeitsschritte sind verteilt über verschiedene Handwerker, über die ganze Stadt Solingen auch. Die Klinge ist sehr gut, aber die Klinge, wenn man so will, ist quasi Standard. So sehen diese Klingen aus. Und wie reich das Schwert später verziert wird, das definiert sich ja vor allem dadurch, wie reich das Gefäß dann gearbeitet und verziert wird. Hier haben wir Goldauflagen in Kofgari-Technik aufgetragen. Ja, da wird das Eisen ganz fein aufgeraut und dann wird Gold aufgerieben sozusagen. Sehr vorsichtig vorgehen beim Rausholen. Es ist deshalb markant, weil es sehr gut erhalten ist und sehr schön die damalige Schmiedetechnik zeigt. Es hat sich natürlich bis heute eine Menge verändert, wenn man vor allem auf die Stahlzusammensetzung und die Verhüttung des Stahls schaut. Aber prinzipiell an der Schmiedetechnik oder an der Formgebung hat sich in vielen Bereichen gar nicht viel verändert. Das stimmt. Und diese Stücke sind seit vielen hundert Jahren, seit vielen tausend Jahren in diesem Falle, eigentlich schon perfekt ausgearbeitet. Ja, eine Klinge, die man möglichst leicht und stabil machen möchte. Deshalb auch diese Hohlbahnen, die man hier sieht, die möglichst scharf sein soll. Das sind die gleichen Bedingungen, denen man heute auch entgegenblickt, wenn man heute eine Klinge schmiedet. Das ist eine Patta, die um 1700 hergestellt wurde. Die Solinger Klinge wurde mit einem indischen Handschutz kombiniert. Die Klinge ist eindeutig aus Solingen. Auch die hat die Aufschrift Me fecit auf der anderen Seite Solingen. Die erkennt man nicht so gut, die Inschrift, weil wir hier ein indisches Gefäß drüber haben, das eben bis hier vorne hinreicht. Und das ist jetzt kein Ausnahmefall, kein einzigartiges Stück. Wir haben noch ein ganz ähnliches, entsprechendes in der Sammlung. Das zeigt uns, dass eben Solingen zu der Zeit schon ein globaler Player war, wie es heute immer noch ist. Von allen unseren vielen Stücken ist das hier, glaube ich, mein allerliebstes. Warum? Weil es einfach so perfekt wunderschön ist. Und das ist perfekte Ästhetik, perfekte Eleganz. Das ist ein Stück aus dem späten 15. Jahrhundert, zwischen 1480 und 1500 wohl geschaffen worden. Ist ganz außergewöhnlich mit seiner Griffmontierung. Das hier vorne ist grünes Büffelhorn. Es hat im Knauf auf beiden Seiten so ein Rosettenmuster, ganz fein eingelegt. Die ganze Griffkonstruktion auch ist ungewöhnlich. Und es ist vor allem auch ein bisschen rätselhaft, weil es eigentlich zu klein ist. Ja, wenn man es nur auf einem Foto sehen würde und Leuten zeigt, die sich mit Schwertern dieser Zeit auskennen, dann würden alle tippen, dass das Ding mindestens 20 cm länger wäre. Und es ist eigentlich so ein bisschen zu klein, weshalb wir es intern auch gerne The Boy Sword nennen, weil es vielleicht für einen Jungen gemacht wurde oder für einen sehr, sehr kleinen Mann. Also es birgt irgendwie eine Geschichte, viele Rätsel, wir können es nicht genau sagen. Im Deutschen Klingenmuseum kann man tief eintauchen in die Geschichte. Kurator Sixt Wechsler kennt sich aber auch mit der Praxis aus. Das sieht ja schon imposant aus, muss ich sagen. Ja. Aber ist gerade noch unfair. Im Moment ist unfair. Bitte sehr, wir gleichen es aus. Krass. Zum ersten Mal habe ich so ein Schwert in der Hand. Das ist auch gar nicht so leicht. Also, aber es ist, wie soll ich sagen, also es ist irgendwie ein Gefühl von Macht. Ja, du hast es gesagt. Ja, genau so ist es. Rechts vor, links raus. Hat ein bisschen was von Tanzen gerade auch, muss ich sagen. Ja, man sagt, man kann nicht gut fechten, ohne auch tanzen zu können. Ja, okay. Das eine ist das andere. Perfekt. Wo kannst du das überhaupt her? Also, wo machst du das? Machst du das heute? Mich fasziniert Kampfkunst mein Leben lang schon. Ich habe als kleines Kind angefangen zu trainieren, habe alles mögliche Verschiedene gemacht und trainiere seit über 2 Jahrzehnten philippinische Kampfkunst, die eben auch mit Waffen verschiedener Art und Länge trainiert. Und habe mich dann natürlich auch wegen des Jobs hier, wegen des Klingenmuseums in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt viel mit mittelalterlichem Schwertkampf
beschäftigt. Ja. Fechten ist so ein bisschen ein Frage- und Antwortspiel. Ja, mit deinem ersten Angriff hast du mir eine Frage gestellt. Die habe ich beantwortet, indem ich das Schwert pariert habe. Jetzt stelle ich dir eine Frage, nämlich, Achtung Daniel, wupp, ich will dich hier treffen. Ja. Das willst du natürlich eigentlich nicht zulassen. Ja. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, was der andere machen kann. Ja, ich zeig's dir mal, ich greife dich an und du drückst mich runter. Wupp. Ja, und du willst mich hier stechen und weil ich das weiß, nehme ich die Waffe nach oben. Okay. Du siehst, das ist die Übung, die wir davor solo gemacht stimmt. haben. Ja. Ja. Ich nehme die Waffe nach oben, um mich hier zu schützen. Da wäre eine pro Hälfte ab gewesen. Im Solinger Land bleiben keine Wünsche offen. Wer statt Schwertfechten zu lernen lieber Schwerter herstellen möchte, der muss zur Eventschmiede Solingen fahren. Die liegt direkt an der Münstener Brücke. In diesem alten Schaltkotten brennen die Feuer seit 1574. Man stelle sich vor, das war eine Zeit, in der man sogar Nägel einzeln schmieden musste. Heute gibt's hier betreutes Schmieden für Gruppen und Einzelpersonen. Solingen hatte hat immer noch 7 Bäche, die quer durch die Stadt fließen. Und an jedem dieser Bäche ist Industriekultur entstanden. Da gab es ganz kleine Kotten mit Wasserrädern, wo Leute an Schleifböcken saßen. Hier haben sie Sägeblätter geschliffen, Schrauben gedreht mit riesigen Transmissionen, die über ein Wasserrad funktioniert haben. Mit den Schmiedegeräuschen aus vergangenen Zeiten im Ohr geht's jetzt von der Eventschmiede an der Münstener Brücke in ein supermodernes Ausstellungsgebäude bei Wuppertal, ins Visiodrom. Fahrstuhl oder Treppen? Fahrstuhl kann jeder, oder? Hier, 363 Treppen. Auf geht's, komm. So, kurze Verschnaufspause. Einmal rein ins Visiodrom. Das ist laut Eigenwerbung Europas größte 360-Grad-Leinwand. Über 6000 Quadratmeter Projektionsfläche und jede Menge Sound. Die Ausstellung und Events wechseln. Das ist schon wirklich beeindruckend. Beeindruckend geht es jetzt hier auch weiter. 257 Treppen wieder.
Oh, ab einer gewissen Höhe kommen halt auch noch weiche Knie dazu. Ne? Das macht das Ganze nicht einfacher. So, komm, jetzt noch mal alles geben. Jetzt noch mal beißen. Jetzt noch mal Vollgas. Wir haben es geschafft. Genial. An den Wochenenden bei gutem Wetter wird hier die Dachterrasse geöffnet. Hoch hinaus ist immer noch mal ein anderer Blick, ne? Super toll. Und wenn es dunkel wird, geschehen hier manchmal noch ganz andere Dinge. Und wohin geht's heute? Wir wandern an der Wupper, und zwar in Solingen, im Stadtteil Hesten. Unser Ziel, das Heimatmuseum Balkhauser Kotten. Hallo. Hallo. Wen haben wir denn hier? Sanja. Hallo. Du bist auch mit dabei? Ja, Genau, schön. Ich er freue mich kommt total, mit. dass du dir Zeit nimmst für mich und mir dein Solingen zeigst. Ja, dein gerne. grünes Solingen, wie Ja. man sieht. Kann es sein, dass sich in der näheren Umgebung, in der man wohnt, Orte und Wege befinden, von denen man überhaupt keine Ahnung hat? Beate Marschall, mit der wir hier unterwegs sind, ist eine moderne Fährtensucherin. Sie spürt Wanderrouten auf. Alle Wege, die wir jetzt gehen, sind in keiner Wanderkarte aufgeführt. Aber ist auch schon ordentlich Gefühl da drin, ne? Das wird noch viel besser. Ja. In ihrer App teilt sie mit einer Community ihre Entdeckungen, die neu gefundenen Wanderrouten und Kanutipps. Toller Ort hier. Ja, wunderschön. Kann man nicht ne? anders sagen. Wirklich Das ist- toll. Und weißt du, was mir auffällt? Man hört kaum Autos. Ich höre die Wupper. Ja? Und ich sehe kaum Menschen. Aber das ist ja eigentlich ein beliebtes Wanderziel hier, oder? Ja, also die Region schon, aber diese verlassenen Wege nicht. Also wir bemühen uns halt Wege zu finden, die nicht so stark frequentiert sind. Man, Wie viel Kilometer gehst du am Tag? Also zwischen 12 und 18 Kilometer tatsächlich. Ja, jeden Tag. Jeden Tag, ja. Boah, Dank Hund bleibt mir ja nichts anderes übrig. Ja. Ne? Aber da kennst du es ja wirklich hier wie in einer Westentasche. Kennst Ja. du dich aus, ne? Allmählich ja, obwohl es gibt immer wieder neue Wege zu entdecken. Mhm. Doch, immer wieder was, wo ich mal hergehe, wo ich noch nicht hergegangen bin. Ja, Ich lasse ja. den Hund einfach mal laufen und dann soll der mal gucken, wo er so her will. Ja, und der Weg bis jetzt hat ja echt auch einiges in sich. So Höhen, Tiefen, man musste ein bisschen aufpassen und so. Ja. Ne? Ja, Unter dem Baum hinweg, unter dem Baum hindurch. Da oben die Burg. Ja.
Da müssen wir noch hoch. Balkhausen gab es schon im 14. Jahrhundert. Es entstand aus einem Bauernhof. Später wurde es zu einem typischen Dorf, in dem die Schleifer lebten und arbeiteten. Die Nähe zum Wasser der Wupper war auch hier der entscheidende Standortvorteil für den Balkhauser Kotten. Sogenannte Lieferfrauen brachten die Klingen hierher zum Schleifen in die wassergetriebene Fertigungsstätte. Im Balkhauser Kotten gab es 1920 tatsächlich 70 Schleifstellen. Die Kunst des Messerschleifens besteht darin, die Klinge scharf zu machen, aber ohne dabei zu viel Material runterzuschleifen. Das erfordert viel Geschicklichkeit und Fingerspitzengefühl. Und natürlich arbeitete man auch im Akkord, denn die Schleifer wurden nicht nach Stunden, sondern nach fertigen Klingen bezahlt. Heute ist der Balkhauser Kotten ein Museum für das Schleiferhandwerk. Zu diesen Wasserrädern, die die Schleifsteine im Balkhauser Kotten antreiben, hat eine Solinger Messermanufaktur, 5 Kilometer von hier entfernt, eine besondere Beziehung. Die Messerschmiede Güde arbeitet seit 1910. Der Sohn des Firmengründers erfand 1941 den Wellenschliff für Brotmesser, der fortan überall nachgeahmt wurde. Später begann man Messer auch industriell herzustellen, aber ohne die Arbeit in der Manufaktur zu vernachlässigen. Eine Firma mit vielen Ideen. Das ist Eichenholz von dem Wasserrad des Balkhauser Kottens. Die Wasserräder im Laufe der Jahre gehen die kaputt und müssen dann ersetzt werden. Und dieses hier wurde vor 10, 15 Jahren wurde das ersetzt. Und wir haben dann aus dem Wasserrad bzw. aus der Achse werden dann diese Holzstückchen geschnitten, die wir dann später verwenden, um Messergriffe draus zu machen. Und es ist immer noch genug übrig. Das werde ich wahrscheinlich nicht mehr erleben, dass es alle ist. Ja. Moderne Manufakturen wie diese hier verwenden heute natürlich elektrisch betriebene Schleifsteine. Aber Schleiftechnik und Weiterverarbeitung funktionieren quasi wie früher. Die Route, die meine Wanderbegleitung Beate entwickelt hat, gehe ich jetzt mal alleine weiter. So, die Beate von Waldgestalt hat mir ja ihre App gezeigt. Und da ist jetzt gerade eine gute Gelegenheit, die mal auszuprobieren. Die Smartphone-App macht dem User verschiedene Tourenvorschläge und meldet auch, wenn der Weg nicht mehr stimmt. Ein anderes Angebot, das wir gefunden haben, heißt Zelt zu Hause. Da hatte jemand die Nase voll von überlaufenden Campingplätzen hier im Bergischen Land und begann eine Initiative. Wer in der Region einen Stellplatz sucht, kann den über die App auf einem privaten Grundstück finden. Ingo aus Berlin hat so schon mehrere Stellplätze gefunden. Hausbesitzer aus Wuppertal, Remscheid und Solingen, die genügend Platz drumherum haben, verdienen sich so ein bisschen Geld nebenher. Familienanschluss kommt manchmal zustande, muss aber nicht. Es ist auch sogar teilweise so, dass ich Gastgeber hatte, mit denen hatte ich überwiegend über WhatsApp kommuniziert. Und die haben mir dann aber Sonntagmorgen eine Semmel vorbeigebracht oder so. Und dann habe ich die vielleicht 5 Minuten gesehen, Smalltalk. Und das war es eigentlich. Und das liebe ich eigentlich auch daran, weil ich so ein Eigenbrötler bin und jetzt gar nicht unbedingt mit den Leuten zusammen abends auch beim Lagerfeuer sitzen möchte. Das kann man sicherlich auch machen. Gerade hier in Solingen habe ich ganz nette Gastgeber festgestellt. Da kann ich es mir schon vorstellen, dass man tatsächlich sich abends mal zusammen hinsetzt und ein Bierchen trinkt. Das muss aber nicht sein, es kann sein. Ich glaube, das liegt immer an einem selber, wie offen man da auf die Gastgeber zugeht. Die Gastgeber selber waren bisher immer total nett, muss ich wirklich sagen, alle. Auch auf dem Grundstück der Familie Ringel im Norden Wuppertals ist genug Platz für Camper und Zelte. Sie vermietet seit 2020 Stellplätze an Urlauber.
die erste Familie, das waren sehr wohl situierte Leute. Sah man an der Ausrüstung, an den Fahrrädern. Und der Mann arbeitete auswärts, also eine Wochenendehe, Kinder 8 und 12. Und der Mann berichtete, dass sie normalerweise mit einem Robinson-Club so ein All-Inclusive machen. Und er wollte den Kindern unbedingt mal zeigen, dass man gar nicht viel braucht, um Zeit miteinander zu verbringen. Einfach nur ein Stückchen Wiese und vielleicht noch ein bisschen Zelt über dem Kopf, damit man nicht nass wird. Frank? Ja? Kommst du ein bisschen mal? Gerne. Was machst du jetzt hier? Ich gehe jetzt essen. Gute Nacht. Wir gehen heute auf dem Bergischen Weg. Guck mal, da ist schon das Zeichen hier. Ah, der hier, ne? Ja. Das ist auf der gesamten, genau, das Orangene, schön geschwungen auf der gesamten Strecke von Essen, vom Baldener See bis zum Drachenfels. Wir lassen uns mal so ein bisschen treiben und gucken uns hier die Umgebung an. Und schön. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Das heißt, wie viele Kilometer haben wir jetzt so ungefähr vor uns? Ja, also ich glaube, wenn wir die ganze Etappe hat so ungefähr 24, 25 Kilometer bis Schlossburg. Aber unser Etappenziel, ich glaube, wir gehen mal so 6, 7 Kilometer. Ja. Und ich weiß ja nicht, wie fit du bist. Aber normalerweise sollten wir es eigentlich in 1,5, 2 Stunden schaffen. Ja. Also gesehen hat er uns schon. Ja. Warten wir mal, was er seine Glieder streckt. Hallöchen. Oh, ich mit meinem roten Rucksack hier. Ob das gut geht. Ja, zum Glück ist kein Bulle dabei, ne? Ja. Neben dem Bergischen Weg, auf dem wir gerade laufen, gibt es rund um Solingen 400 Kilometer ausgeschilderte Wanderwege. Übrigens auch einen Klingenpfad. Einige Touren sind auf der Homepage der Stadt Solingen als komplette GPS-Datensätze abrufbar. Oh, die lassen wir mal durch, würde ich sagen. Alto Belli. Wow. Schon krass. Das war nicht ohne, ne? Ja. Ich würde mich das nicht trauen. Wir wandern lieber. Ja. Seit mehr als 100 Jahren werden hier viele fremdländische Baumarten angepflanzt, wie zum Beispiel diese Andentanne. Deshalb gibt es hier heute 3 große Flächen, deren Gehölze jeweils zu einem Kontinent passen. So eine Baumschau nennt man Arboretum. Also Hohlwege gibt es hier auch echt viel, ne? Und zu naschen gibt es zwischendurch auch. Über Stock und über Stein. Jo. Was ist das jetzt auf dem Pfahl?
ist auch ein Wegweiser, ne? Genau, das ist ein Wegweiser. Das ist jetzt eine der 4 Routen durchs Arboretum. Das ist die Nordamerika-Route. Nordamerika in Wuppertal. Ja, wenn du das hier erzählst. Ja, hätte auch keiner gedacht. Ja, das ist schon beeindruckend, ne? Ja. Und das ohne weit reisen zu müssen, ne? Ja. Die dicke Rinde des Mammutbaums ist sehr resistent gegen Waldbrände, hat man herausgefunden. Als die Experimente im Arboretum um 1900 begannen, ging es erst nur um die Wirtschaftlichkeit neuer Baumarten. Heute, in Zeiten des Klimawandels, fragt man eher, welche Baumarten kommen mit den veränderten Klimabedingungen zurecht. Zum Beispiel bei der Vermehrung. Jetzt hier unterhalb sind ja die Fichten abgestorben, deswegen kommt jetzt neuerdings wieder viel mehr Licht rein. Und das wird eine spannende Sache sein, das hier zu sehen, denn Samen sind ja offensichtlich jetzt da, ob die tatsächlich keimen und ob dann eine neue Generation aufwächst. Das Fichtensterben hat Platz gemacht für die alten amerikanischen Riesen. Was daraus wird? Wer weiß. Geduld, sagen die Förster. Die muss man beim Wald einfach haben. Dieses Café hat sich auf eine urenglische Tradition spezialisiert. Hier gibt es Englands üppige Nachmittagsmahlzeit, den High Tea. The old kitchen kettle keeps singing a song for me. And as long as the kettle keeps singing a song, I'm happy as can. Aber interessant auch so High Tea. Irgendwie sonst kennt man ja immer die Bergische Kaffeetafel, so, ne? Den Klassiker. Die ist ja sonst auch sehr weit verbreitet hier im Bergischen. Ne? Aber hier hat man sich ein neues Konzept überlegt, das Ganze so ins Englische übertragen und ein bisschen eine edlere Variante der Bergischen Kaffeetafel. Ich bin gerne ein Teetrinker. Also. Dann passt das ja perfekt. Ne? Super. Ja. So, das sind Daschas Küchlein. Wahnsinn. Dann hausgemachte Scones, einmal Dattel-Mandel-Scones und in Plain. Aha. Wir haben passend jetzt zur kommenden Jahreszeit Pflaumentat gemacht, Beerentörtchen, einen kleinen Gugelhupf, Shortbread mit Nougat. Macarons dürfen beim High Tea nie fehlen. Und Eiersalat und Thunfischsalat ist auf den Sandwiches. Clotted Cream, wie Butter zu benutzen. Ich stell's mal hier hin. Danke. Und Mamas selbst gekochte Orangenmarmelade. Zum Glück haben wir schon ein paar Kilometer gemacht, ne? Jo, also. Wir lieben es international und genauso Multikulti wie wir sind in unserem Team und in unserem Leben. So soll es auch auf der Karte sein. Und wir haben irgendwann gesagt, wir brauchen keinen roten Faden. Der rote Faden sind bei uns die Landhausküchen dieser Welt. Und was schmeckt, kommt auf den Tisch. Das ist eine schöne Farbe. Ja. Und merkst du die Kilometer in den Beinen? Ja, so ein bisschen schon, ne? Ja, ne? Da steigt der Kohldampf. Aber das ist auch eben, ja, ich meine, Bergisches Land, habe ich ja schon gelernt, heißt nicht Bergisches Land, weil es bergig ist, aber es ist ja bergig, ne? Ja, klar. Und umso wichtiger ist dann, dass man auch ein bisschen Stärkung zu sich nimmt, ne? Genau. Aber kommt das so aus dem Königlichen, oder? Weil es sieht so königlich aus, so. Ja, es wurde wohl an den englischen Höfen serviert. Ne? Also es ist so eine Art Zwischenmahlzeit, die eingeführt haben. Weil wenn Zwischenmahlzeit, ja. Wenn du am Hof lebst, dann hast du ja nicht so viel zu tun wahrscheinlich den ganzen Tag. Ja. Zwischen Frühstück, Mittag und Abend gibt es dann noch ein paar Lücken zu füllen. Ja. Und da ist dann dieser High Tea eingeführt worden. Und ja, kann man sich ganz gut vorstellen, dass sie sich da sehr darauf gefreut haben. Ja. Hast du schon mal Scones gegessen? Nee. Noch nie gegessen. Ja, die sind richtig gut. Ich habe die mal in Irland gegessen, ja, wo wir unterwegs waren. Und dann, wenn du so im Fischerdorf sitzt, ne, und dann bestellst du dir einen Tee oder einen Kaffee dazu und dann so ein Scones mit der Clotted Cream. Das ist schon sehr lecker. Aber die Bergische Kaffeetafel, die gibt's natürlich auch im Landhaus Honigtal. Heute Morgen geht's noch mal ins Arboretum mit den Kindern.
Das Waldpädagogische Zentrum Burgholz veranstaltet nämlich heute einen Vater-Sohn-Tag. Unsere erste Aufgabe: eine Schutzhütte bauen. Man vergisst auf jeden Fall total die Zeit gerade. Und ist echt schön, oder? Einfach so, ich finde das genial gerade. Solche Hütten, lernen wir hier, haben schon die Jäger in der Steinzeit gebaut. Sie schützten sie damals vor Wind und Regen. Ich würde sagen, Wuppertal ist um eine Sehenswürdigkeit reicher, oder? Zweites Bauprojekt: kleine Zelte bauen. Das Waldpädagogische Zentrum will Erwachsenen und Kindern das Leben der Bäume und den Wald als Ganzes näher bringen. Auch in Bezug auf den Klimawandel. Für Schulklassen gibt es eine Waldrallye und für Erwachsene Führungen durchs Arboretum. Die Kinder können hier in einem Kurs lernen, mit dem Kompass umzugehen. Und in einem anderen lernen sie mitten im Wald Mathematik. Es gibt übrigens nicht nur einen Vater-Sohn, sondern auch einen Vater-Tochter-Tag. Und gerechterweise einen Mutter-Sohn- und einen Mutter-Tochter-Tag. Können wir hier ein Buch lesen? Und was jetzt kommt, ist für alle in jeder Kombination spannend. Wir wollen den Wald ertasten mit verbundenen Augen. So, was haben wir jetzt hier? Muss man da drüber? Oder? So. Hier ist auch irgendwas. Also bewusster kann man nicht durch den Wald gehen. Also was man ja immer hört, ne, ist, dass von blinden Menschen die anderen Sinne dann deutlich stärker sind und wahrgenommen werden. Ne? Und ich kann jetzt auf dem kurzen Stück kann ich schon total sagen und nachvollziehen, dass ich viel mehr auf Geräusche gerade achte. Da hinten müssen irgendwo Kinder sein. Also da hinten hört man die Kinder, das Knacken der Äste unter den Füßen. Also wirklich, jetzt in kurzer Zeit schon ist mein Gehörsinn deutlich schärfer, wo ich eben nichts mehr sehen kann. Was ist denn hier los, Leute? Sehr gut. Ja. Und was wäre ein Vater-Sohn-Tag ohne einen zünftigen Grillabend? Ist das auch innen schon? Ja, sieht gut aus. Jungs, wie hat's euch gefallen? Super! Super? Ja. Im Bergischen geht es zum Glück nicht immer nur bergauf. Einmal bitte bergab zum Durchatmen. Wieder Luft holen, Kraft tanken. Wir kehren zurück an einen Ort, den wir schon mal im Vorbeigehen gesehen haben. Hier am Lichtturm findet heute eine Jam-Session statt. Für mich perfekt, um den Abend ausklingen zu lassen. Und das Verrückte ist, die Künstler, die kennen sich überhaupt nicht. Die lernen sich heute zum ersten Mal live auf der Bühne kennen, müssen dann direkt miteinander spielen. Ich bin sehr gespannt. Und alleine die Location ist ja schon ein Hingucker, ne?
So ein 38 Meter hoher Wasserturm speichert Trinkwasser. Werden Talsperren in der Gegend gebaut, wird er nutzlos. So geschehen auch hier. Er kam in Privatbesitz und wird seitdem hübsch gemacht. Naja Gott, wir haben in diesem Jahr sind wir einen Riesenschritt gegangen und haben hier, wir sind ja seit unendlicher Zeit hier mit den Umbauten und Renovierungen zugange und versuchen den Turm immer weiter zu verbessern. Und in diesem Jahr haben wir im Erdgeschoss die Fenster rekonstruiert und wiederhergestellt, wie sie in der Bauzeit waren. Und seitdem stellen meine Frau und ich uns vor, dass dies hier wäre im Alter zu wohnen. Ein altersgerechtes Wohnen mit 100 Stufen. Einer geht noch. Na, der Aufstieg hat sich mal gelohnt. Super Ausblick, ne? Grüner geht nicht. Andreas Scherer, Andi Scherer am Gesang. Krass. Also ich sag mal, eigentlich wie ich Sonntagmorgens immer Brötchen holen gehe beim Bäcker. Ja, geht mir genauso. Dann haben wir keine Probleme. Hammer. Also wirklich, ich bin jetzt schon schwer begeistert. Ich lege den Rucksack mal ab. Also wir fangen ganz easy an. Ja. Erstmal das Wichtigste für die Sachen, die wir heute machen, sind auf jeden Fall Fußgelenke, Schultern, Handgelenke, weil wir das alles benutzen. Das heißt, erstmal ganz easy, stellen uns erstmal auf den Baum drauf. Such dir irgendwo ein Stückchen, wo deine Fersen ein bisschen runterhängen. Ja. Und gehen einfach mal mit den Fersen hoch und runter. Aha. Einfach nur erstmal um die Fußgelenke ein bisschen warm zu machen. Merkst du vielleicht schon, dass du ganz gut ausgleichen kannst und halt auch am meisten abfedern kannst. Ja, das heißt, das werden wir bei so ziemlich allen Sprüngen brauchen. Ja. Wenn du landest, immer darauf achten auf den Fußballen. Ist denn, wenn du jetzt Parcours machst, bist du dann häufiger im Wald oder probierst du es gerade neu aus? Oder weil ich kenne es eigentlich immer nur aus der Stadt. Die Sportart Parkour leitet sich ab aus Flucht- und Überlebenstechniken, die im Vietnamkrieg entstanden sind. Daraus haben junge Leute in der Stadt dann eine Trendsportart gemacht. Basti Gies macht Parkour aber lieber im Wald als in der Stadt. Also die Stadt ist halt oft auch sehr hektisch, natürlich sehr künstlich, alles mit den vorgegebenen Hindernissen. Und dann im Wald die Techniken auszuprobieren auf halt organischen Oberflächen und einfach in dieser Ruhe, in diesem Feeling, was man hier hat, das sind eigentlich fast zwei ganz verschiedene Trainingsarten. Okay, ich würde sagen, lass uns direkt mal einen ganz einfachen Sprung probieren. Das heißt wirklich jetzt super, super basic. Wir springen von hier auf den Baum, versuchen auf den Fußballen zu landen, stehen zu bleiben. Aha. Okay, das einfach so 2-3 Mal, ein bisschen in die Knie gehen, ein bisschen ausbalancieren. Wie lange machst du das schon? Jetzt knapp 15 Jahre. 15 Jahre? Ja. Mit 3 angefangen, oder? Ich bin ein bisschen älter, als ich aussehe. Ja. Ah, krasser, 15 Jahre. Üben. Ja. Und schön richtig die Hände positionieren. Genau, sehr gut. Und dann quasi nur durch den Gegendruck am Baum hältst, okay? Yes. Ja. Ja, komm. Gut. Jawohl.
Oh je. Warte. Jawohl, viel besser. Ein Viertel der Bewegung, exakt. Den Daisy. Jawohl. 3, 2, 1, let's go. Was ist denn die Philosophie eigentlich von Parkour? Unabhängig jetzt halt klar von der sportlichen Betätigung. Also manche Leute nutzen das wirklich für die Kreativität, also auch so eine Art Selbstausdruck, so ähnlich wie beim Tanzen. Ja, dass man seine eigenen Moves entwickelt, seine eigenen Kombinationen und das eben sehr, sehr schön findet. Manche finden eher den Effizienzgedanken attraktiv, also dieses seine eigenen Grenzen testen und so schnell wie möglich von einem Punkt zum anderen zu kommen. Und ich persönlich sehe mich eher so ein bisschen in der kreativen Schiene. Das haben wir auch unten gesehen. Wir hätten einfach den Baumstamm überspringen können und dann hätten wir quasi das Hindernis überwunden. Ja. Aber eben dieses Rumspielen mit Hindernissen, sich ausprobieren, seine eigenen Grenzen testen, sowohl halt physisch als auch mental. Also wozu bin ich in der Lage? Das finde ich halt sehr, sehr spannend. Nun geht's nach Remscheid ins Röntgenmuseum und danach mit dem Fahrrad auf die legendäre Samba-Trasse. Die Geräte, mit denen man das Innere eines Menschen oder anderer Körper abbilden kann, haben die Welt verändert. Und auch heute noch ist es für viele Menschen immer noch ein kleines Wunder, dass so etwas überhaupt geht. Und der das vollbracht hat, Wilhelm Conrad Röntgen, ist 1845 in Remscheid-Lennep geboren. Das Museum zeigt die Entwicklung der dazu nötigen Maschinen bis in die heutige Zeit. Dass hier diese überaus interessanten historischen Geräte stehen, geht auf die Röntgengesellschaft Anfang des 20. Jahrhunderts zurück. Sie wurden damals für ein Fortbildungszentrum gesammelt. Nach dem Ersten Weltkrieg entstand dann die Idee, mit den gesammelten Geräten ein Museum am Geburtsort von Wilhelm Conrad Röntgen zu gründen. Man lernt im Museum auch jede Menge über die Anwendung der Röntgentechnik. Ab 1939 fanden Reihenuntersuchungen mit Röntgenstrahlung zur frühzeitigen Erkennung von Tuberkulose statt. Während der Kriege half sie, die Brüche, Schussverletzungen oder Granatsplitter im Inneren der Patienten zu lokalisieren. Genial, welche Möglichkeiten Röntgenstrahlung uns geben, oder? Dinge zu sehen, die man so sonst eben gar nicht sehen könnte. Hier verschiedene Tiere. Auch der ist gut hier. Chamäleon. Also ist schon wirklich beeindruckend. Toll. Und natürlich widmet sich die Ausstellung der Person des Erfinders selbst. Röntgen war ja nicht nur Physiker, sondern auch in seiner Freizeit begeisterter Fotograf und hat auf seinen Reisen immer Fotos gemacht. Und hier das hier, ich finde, hier sieht er aus wie jemand aus der Gegenwart. Ne? Also hier so mit seinem Bart könnte so, ich sag mal, der klassische Hipster von heute sein. Oder auch das Foto, wie das hier arrangiert ist so, könnte wirklich Werbung der Neuzeit sein. Echt tolles Foto. Auch die Technik der Fotografie war im 19. Jahrhundert zu seinen Lebzeiten gerade erst erfunden worden. Röntgen war ein Fotonarr und hat viele Bilder hinterlassen. Von seiner Familie, von Landschaften, die er besuchte und von Menschen, die er traf. Vielleicht wäre Röntgen ohne seine Begeisterung fürs Fotografieren nicht auf die Idee gekommen, die von ihm entdeckten Strahlen gleich im Bild festzuhalten. So sah sein Labor aus. Hier entdeckte er 1895 die nach ihm benannten Strahlen, die in den Menschen hineinschauen können.
Hier sind wir jetzt in seinem nachempfundenen Büro. Und hier gibt es überall in der Schrankwand was zu entdecken, unter anderem den Tresor. Da müssen Sie jetzt auch mal einen Blick reinwerfen. Gucken Sie mal. Und ich finde es super, dass man hier eben nicht nur die Technik kennenlernt, sondern eben auch Röntgen als Person. Hier, hatte Angst vor Spinnen. Mal sehen, was sich hier hinter verbirgt. Das ist ein ganz tolles Entdeckermuseum, wie ich finde. Da hat sich zwischendurch mal gerne einer gequalmt hier. Also wirklich toll. Und da es ja häufiger mal hier in der Region regnet, ist es, glaube ich, echt ein toller Tipp für regnerische Tage. Und wenn es in Lennep dann langsam dunkel wird, macht man am besten eine Tour mit einem historisch kundigen Nachtwächter. Es geht durch die Altstadt, die an manchen Stellen immer noch wie vor Hunderten von Jahren aussieht. Gustav kennt lustige, aber auch dramatische Geschichten. Es begab sich 1746. Ja. Dieses Haus, wo du gerade vorstehst, war also der Ausgangspunkt für eine ganz, ganz schreckliche, wirklich ein ganz, ganz schreckliches Ereignis. Hier haben nämlich Kinder, ja, unbeaufsichtigt im Oktober, ja, im Zimmer gespielt, ja, mit Puppen. Ja, an sich ja eine tolle Angelegenheit. Würde ich sagen, bis jetzt war es noch nicht schlimm. Nee, die Puppen waren aus Stroh. Okay. Ja, und eine Puppe wurde mal hingelegt irgendwo, weil man draußen vielleicht was Besseres fand. Und die hat man dann sinnigerweise auf den Herd gelegt. Und der Herd war so heiß, dass die Strohpuppe nach kurzer Zeit dann Feuer fing. Also von hier ging quasi der Großbrand, aus, ganz Lennep bei ganz Lennep mit Ausnahme von 4 Häusern und der Kirche. Okay. Und man konnte, also mit Löschen war natürlich nichts. Was hatte man denn? Eimer hatte man, ja. Und man war auch gar nicht darauf eingestellt, weil nämlich der größte Teil zu diesem Zeitpunkt bei der Feier einer Hochzeit in der Kirche war. Und bis das die mal am Gang waren, war hier der Krasbütt also schon wirklich in vollen Flammen. Und man ist dann tatsächlich um sein Leben gelaufen, ja, und hat sich dann irgendwo auf dem Berg getroffen und hat dann durchgezählt und festgestellt, einer fehlte. Ja? Und das war der Küster. Und dann hat man gesagt, Mensch, ausgerechnet der Küster, der ist bestimmt, als er noch in der Kirche war, von der Glocke erschlagen worden. Ja? Nee, war nicht so. Der war abgehauen. Das kann man ihm nicht verdenken. Und dann kommen noch mehr Geschichten. Zum Beispiel über giftgrün gestrichene Gästezimmer für unliebsame Besucher und vieles mehr. Jetzt geht's auf die sogenannte Samba-Trasse. Früher eine Bahnstrecke, heute ein lohnendes Ziel für Fahrradfreunde. Wer Spaß an Kurven hat, der ist hier auf der Samba-Trasse übrigens genau richtig. Daher hat sie nämlich auch ihren Namen. So ab den 50er Jahren war hier überwiegend Personenverkehr. Jetzt ist hier viel Fahrradverkehr. Einmal, bitteschön. Und dabei wurden die Fahrgäste in den Kurven schön von links nach rechts geschaukelt, wie bei einem tollen Samba-Tanz. Aber eins nach dem anderen. 1891 fuhren hier die ersten Züge, um die Rohstoffe für die Werkzeugindustrie anzuliefern und die Ware abzutransportieren. Da hieß die Strecke noch Burgholzbahn. Sie verband Elberfeld mit Kronberg. Ab den 1950er Jahren verkehrten dann Schienenbusse auf der Strecke, also Kraftfahrzeuge, die für die Schiene umgebaut waren. Sie schaukelten ziemlich heftig in den Kurven. So also bekam die Samba-Trasse dann ihren Spitznamen. Und den behielt sie auch, als die Route 1988 zu einem Fahrradweg umgebaut wurde. Es gibt übrigens eine Menge stillgelegter Bahntrassen rund um Wuppertal, wo man heute prima Radfahren kann. Abseits vom Autoverkehr, über Viadukte, Brücken und auch durch Tunnel. Wir waren früher, bevor die Trassen es gegeben hat, als Mittelgebirgsregion eher für die Genussradler Tabula Rasa. Hier haben sich gerne natürlich Mountainbiker hin
bewegt, aber eben weniger die Genussradler, die gerne gemütlich fahren, gerade Strecken. Und durch das Angebot, was wir jetzt hier haben, ist es natürlich so, weil die früheren Eisenbahnstrecken maximal 2–3% Steigung hatten, dass man da jetzt tatsächlich wunderschön auch durch die Region fahren kann, ohne sich großartig abzustrampeln oder abzumühen und das verkehrsfrei weitestgehend. Das bietet sich ideal auch an, um schnell von einem Stadtteil zum anderen zu kommen und trotzdem durch die Natur zu kommen, schöne Ausblicke zu haben. Und gerade für Familien ist das auch wunderbar, weil eben gar nicht der Verkehr da ist, kann man auch die Kleinen mal mit dem Fahrrad so radeln lassen. Das ist schon enorm hier, ne? Ich bin nicht unweit der Stadt und es ist so grün hier. Und wenn hier jetzt nicht mal zwischendurch ein Haus oder so kommen würde, dann ja, könnte man meinen, ich bin irgendwo im Nirgendwo. Und dann gab es mal die Trasse der alten Wuppertalbahn, die nach Rade vorm Wald führte. Der Verein Wupperschiene konnte ein Teilstück davon retten. Und darauf muss man heute auch strampeln, aber nicht mit dem Rad. Acht Kilometer ist die Fahrt auf der Draisine lang. Es geht überwiegend bergauf, parallel zu Wupper. Dafür braucht man gemütlich 2,5 Stunden. Die Fahrten müssen im Voraus gebucht werden. Man fährt immer in Gruppen. In Dahlhausen gibt es eine kurze Pause, in der man die historischen Eisenbahnen besichtigen kann, die dort ausgestellt sind. Hier müssen die Draisinen gewendet werden. Endstation. Wir haben unter unserem Bahnhof in Beinburg noch mehrere Draisinen stehen, die nach Angebot eingesetzt werden können. Man darf dem Bahnbegleiter beim Draisinenwenden übrigens auch gerne helfen. Das gehört zu unserem Konzept, dass die alle wieder mit zurückfahren. Alle. Aber es geht jetzt Berg runter, das ist wesentlich einfacher, um nach Hause zu kommen. Wir sind immer noch auf der Samba-Trasse und fahren jetzt über die Zoobrücke. An dieser Stelle hier lohnt sich immer mal ein kleiner Stopp. Denn wenn Sie etwas Glück mit im Gepäck haben, dann können Sie von hier einen Tiger durch Wuppertal streifen sehen. Na, einen Schreck gekriegt? Dieses tolle Exemplar läuft natürlich durch sein Gehege. Das Besondere am Wuppertaler Zoo ist seine Hanglage. So kann man ganz oft über Zäune und Mauern einfach drüber gucken und hat ein wenig das Gefühl, die Tiere in freier Wildbahn zu beobachten. Der Wuppertaler Zoo, 1879 gegründet, wurde von einem Gartenkünstler geplant und war am Anfang vor allem als Vergnügungspark angelegt. Nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem fast alle Tiere umkamen, wurden dann in immer kürzeren Abständen neue Gehege und Tierattraktionen eröffnet.
Das Löwengehege im Wuppertaler Zoo gibt es seit 2007. Es ist mit 1 Hektar Fläche das größte in Deutschland. Die Aralandia, die 2021 eröffnet wurde, ist eine begehbare Freiflugvoliere, in der sich verschiedene vom Aussterben bedrohte Vogelarten befinden. Sie schwirren auf einer Fläche von 4 Tennisplätzen wild durcheinander und werden nicht gezüchtet, sondern suchen sich ihre Partner selber aus. Ja, das ist im Bergischen doch mal hier eine schöne Abwechslung. Eben mal nicht bergig. Lange geradeaus. Hier trifft sich übrigens alles. Wanderer, Fahrradfahrer, Jogger, jeder darf hier drauf auf die Samba-Trasse. Oder sagen wir fast jeder. Alles, was unter 20 km/h fährt. Und weil ich es ja gemütlich hier vorhabe, werde ich auch nicht schneller fahren. Hallo. Hallo. Der ist ja so schön hier, der alte Bahnhof, ne? Und Sie machen es gerade noch schöner. Ja. Wo wohnen Sie hier in dem Haus? Ja. Ja? Toll. Wie ist das in so einem alten Bahnhof zu wohnen? Muss ja. Da haben wir uns drin verliebt. Ja, glaube ich. Die Wohnung war frei und 2017 sind wir eingezogen. Ja, toll. Ja. I feel your head resting heavy on your single bed. I want to hear all about it, get to all of your chest too. I feel the tears and you're not alone. No. When I hold you, well, I won't let go. Das war wirklich eine tolle Reise und einmal mehr der Beweis, Urlaub vor der eigenen Haustür ist großartig. Das Bergische Land mit Wuppertal, Solingen und Remscheid hat so viel dafür zu bieten. Vielen Dank an meine Mitreisenden, dass ihr mir eure Heimat so schön gezeigt habt. Und vielen Dank an Sie, dass Sie dabei waren. Ach und übrigens, in diese Richtung hier wird's auch wunderschön. Ab nach Hause.